Und dann bin ich einfach losgefahren und habe dann festgestellt, also 40 Stunden arbeiten und Vanlife, also das passt nicht wirklich. Mein Name ist Pauline Thiele, mich nennt aber jeder nur Paula. Ich bin 34 Jahre alt, komme aus Hamburg und bin seit Ende Dezember mit dem Van unterwegs und habe die Arbeit einfach mitgenommen. Willkommen in meiner 4-Zimmer-Wohnung, gerade auf Teneriffa. Hier befindet sich der Küchenblock. Ich habe mir dabei Folgendes gedacht. Ich war so ein bisschen, ich konnte mich nicht so frei bewegen bei der Gestaltung, weil dieser Heckauszug, der war quasi schon drin. Den habe ich beim Auto mitgekauft. Dementsprechend war klar, ich muss hier diesen Gang haben und somit war klar, ich habe hier den Küchenblock. Also sind wir jetzt hier in meiner schön begehbaren großen Küche. Die Spüle, hier ist dann Abwasser, Frischwasser, Tanks. Ja, ich hätte ein bisschen mehr Platz noch gehabt, aber es geht ja auch darum, dass ich den tragen kann, wenn ich Frischwasser besorge. Genau. Dann haben wir hier noch so kleine Regale, habe ich festgemacht mit Gummibändern, dass das nicht rausfliegt. Beim Fahren macht es aber trotzdem immer Sinn, wenn man hier noch ein bisschen was reinsteckt, weil das klappert sonst sehr. Hier haben wir eine kleine Schublade mit so typischen Sachen, Gewürzen, Besteck, Kochutensilien, alles, was man so braucht. Dann haben wir hier den Kocher und das Geschirr. Ich habe auch noch einen zweiten Kocher bei, den muss ich aber sagen, nutze ich fast selten, weil ich tatsächlich mich dazu sehe, einfach nicht auf 2 Kochern zu kochen, weil A, habe ich den Platz nicht und B, die Gerichte, die ich mache, sind so simpel, das geht ganz easy. Genau, und dann haben wir hier unten den Kühlschrank. Muss man am besten die Beine hochmachen, wenn man ihn aufmachen will. Hier haben wir nochmal schön für Stauraum, so für Trockensachen, die nicht gekühlt werden müssen. Und dann haben wir hier halt den Kühlschrank. Alles drin, was Frau braucht. Ganz viel Salat. Als ich losgefahren bin, war für mich einfach nur klar, ich will raus aus meiner Wohnung. Ich kann nicht noch einen zweiten Corona-Home-Winter machen. Das geht nicht. Da gehe ich bei Krachen gefühlt. Und deswegen habe ich gar nicht drüber nachgedacht, wie das dann mit dem Job ist. Mir war klar, ich nehme den mit. Ich habe mit meinem Chef drüber gesprochen. Er sagte, feel free, mach das. Ich glaube, das tut dir gut. Der hat das völlig unterstützt, hat mich auch mit der fragte noch, brauchst du noch irgendwas, ne? Brauchst du noch einen größeren Handyvertrag? Der war da völlig d'accord. Und dann bin ich einfach losgefahren und habe dann festgestellt, also 40 Stunden arbeiten und Vanlife, also das passt nicht wirklich. Also das kann ich inzwischen jetzt sagen. Klar, es gibt gute Tage und schlechte Tage. Mit schlecht meine ich eher, dass du dann gefühlt nichts gesehen hast. Also du stehst früh morgens auf, du machst so deinen Sport, du gehst mit dem Hund, du frühstückst und dann fährst du den Laptop hoch und dann machst du Mittagspause und dann machst du weiter und schwupps ist der Tag um. Du siehst die Sonne aufgehen, du siehst die Sonne untergehen, du siehst ein paar Touristen vorbeilaufen und du selber hast nichts gesehen, außer diese kleinen 4 Wände hier. Und dann kommen dazu diese Besorgung, die du machen musst. Also das ist ja nicht so, dass du ins Badezimmer gehst und gehst duschen. Und du hast fließend Wasser aus der Leitung und du hast Strom aus der Leitung und dein Kühlschrank ist groß und voll oder der Lidl ist direkt um die Ecke. Das hast du ja alles nicht. Heißt, die Wege, die du hier hast, die Besorgung und Entsorgung, die du machen musst, die dauern einfach, also locker, wenn es gut läuft und du schnell bist, mindestens 2 Stunden, wenn nicht sogar 3. Wenn du zwischendurch noch tanken musst oder du findest irgendwas nicht, dann bist du schnell einen halben Nachmittag los. Und dann links von der Küche haben wir den Serverraum. Hier ist die ganze Technik drin verstaut, also USB. Hier ist meine zweite Wohnraumbatterie. Für den Strom hatte ich Hilfe, weil ich habe mich zwar auf YouTube belesen, aber es ist einfach nicht mein Metier. Also damals in der Schule schon nicht, Physik und hier auch nicht. Genau, und dann habe ich halt hier noch diversen Stauraum, also meine ganze Kabellage, die ich brauche für meinen Laptop, für meinen zweiten Bildschirm, weil ich arbeite ja Vollzeit aus dem Van. Und dementsprechend ist es wichtig, dass die ganze Kabellage funktioniert und ordentlich sortiert ist. Beutel, was man so braucht, noch die Sicherung.
Steckdosen. Ich habe auch eine Landstromsteckdose, habe ich bisher einmal genutzt, als ich in Österreich war. Also tatsächlich dadurch, dass ich jetzt die Solartasche habe, ich habe so eine faltbare Solartasche, also ich habe mich dagegen entschieden, die fest zu installieren, weil ich die Möglichkeit schön finde, im Schatten zu parken und das Ding dann dahin zu packen, wo Sonne ist, beziehungsweise ich kann mich dann so hinstellen und kann dann die Solartasche dahin richten, wo die Sonne ist. Das fand ich persönlich für mich praktischer und außerdem hatte ich keine Lust, Schienen auf das Dach zu installieren, weil ich habe alles selber gemacht und irgendwann hat man keine Lust mehr. So, hier befinden wir uns dann auch schon im King-Size-Bett. Das kann man nach vorne hin ausziehen. Ich hatte ursprünglich sogar einen Lattenrost drunter. Das sieht man hier dran, dass man das dann so quasi verlängern konnte. Und hier war dann noch ein Lattenrost drunter, sodass die ursprüngliche Idee war, dass ich das nach oben klappen kann, dass ich so eine Sitzbank habe. Ich habe aber ganz schnell gemerkt, ich benutze es nicht. So, und dann dachte ich, okay, Höhe ist ja hier auch ein hohes Gut. Und wenn ich 2 Zentimeter nochmal nach unten gehe, dann passt das einfach mit dem Kopf besser. Du kannst nochmal dich ein bisschen strecken, gerade wenn du hier dann nochmal sitzt, weil hier ist auch ein Tisch. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich brauche ihn nicht. Und deswegen ist das hier ein bisschen höher, weil ich es dann nach vorne ziehe, aber so what, ist ja nur für mich. Meine größte Angst war zum Beispiel, oh Gott, was ist, wenn ich in die Werkstatt muss? In Frankreich oder in Spanien. Ich kann die Sprache nicht. Ich habe keine Ahnung von diesem Auto. Ich kann es fahren, ich weiß, wo was ist, aber mich brauchst du jetzt nicht fragen, wo der Keilriemen ist oder wie man den wechselt oder solches Gedöns. Ja, natürlich, was ist passiert? 200 Kilometer hinter der französischen Grenze. Ich musste in die Werkstatt und ich konnte einfach, bonjour und ça va und das war's. Und dann war ich zweimal in Frankreich in der Werkstatt mit einem Google Translator und das hat einfach alles super funktioniert. Und plötzlich merkst du, du brauchst davor keine Angst haben. Ich glaube, wir haben nur Angst vor all diesen Dingen, die wir nicht machen. Davor haben wir so viel Angst, weil wir damit nicht in Berührung kommen, weil wir uns nicht der Situation stellen. Ich muss jetzt auch kein Bungee-Jump machen, so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil ich habe vor der Höhe weiterhin auch ein bisschen Angst. Aber ich kann ja sagen, ich kann mal einen Klettersteig machen zum Beispiel, ne? Beziehungsweise ich hatte früher sehr viel Angst, im Dunkeln zu laufen. Jetzt bin ich den Teide hochgelaufen im Dunkeln. So, jetzt denke ich mir, wie easy war das? Also klar, es war anstrengend, aber trotzdem denke ich mir, warum hatte ich davor Schiss? So, ne? Genau, und mit dem Sprechen war einfach so, mir war klar, ich will mich einfach in Situationen bringen, in die ich zu Hause einfach nie komme. Ne? Andere Sprache, andere Kultur, die kennen dich nicht, die wissen, denen ist auch egal, wer du bist oder wo du herkommst, sondern die nehmen dich einfach so, wie du bist. Und das waren so die Gründe, warum ich gesagt habe, ich will mal für mich sein. Und ich bin sehr ruhelos gewesen und das ist auch so ein Thema für mich, wo ich gesagt habe, Ruhe kommt, glaube ich, wirklich nur dann zu dir, wenn du auch mal ganz alleine bist. Also wenn du Stille hast, wenn du alleine bist, wenn du nicht andauernd noch jemanden hast, der dir sagt, wir machen jetzt dies, wir machen jetzt das oder ständig mit dir redet, sondern nur einfach mal du, deine Stimme in deinem Kopf und das hat auf jeden Fall auch sehr viel gebracht. Ich habe quasi den Van so gebaut, dass ich 2 verschiedene Plätze habe, wo ich meinen Laptop hinstellen kann. Einmal da vorne, das zeige ich euch gleich, das ist quasi so das Hauptbüro. Hier haben wir das Nebenbüro plus auch den Speisesaal, wie ich ihn nenne. Tada, da sind wir schon drin. Genau, also das ist quasi mein Kleiderschrank plus halt dann mein Tisch auch. Und du hast dann hier einfach auch schön Platz. Dann stecke ich hier so zwischen das Handy rein, dann habe ich mein TV. Genau, das ist mein Kleiderschrank. Der Schrank selber ist gebaut aus 4 Weinkisten. Ich habe mir dann so viele YouTube-Videos angeschaut und es gibt so tolle Ideen und so viele schöne Dinge, die man da so machen kann, so mit Schubladen und dann hast du eine komplette Front und dann kannst du die nochmal lackieren und so. Aber ich hatte dann so ein Stadion schon erreicht, wo ich keine Lust mehr hatte. Weil wenn du alles alleine machst und dann zu Hause, ich hatte ja keine Werkstatt. Also ich hab eine 3-Zimmer-Wohnung zu Hause, Gott sei Dank. Und mein Gästezimmer quasi war dann meine Werkstatt. Heißt, du sägst, saugst, sägst, saugst. Ich war nur am Saugen, weil draußen war es schon kalt. Also es war so schon Herbst, wo ich gebaut habe.
Und dann kommt irgendwann so, und dann musst du jedes Mal raus. Dann passt es nicht, dann musst du wieder rein, dann musst du wieder raus. So, es ist halt, ich hatte mega viel Glück, weil meine Nachbarn sind total nett, auch wo ich die ganzen Löcher in die Karosserie gesägt habe. Das macht ja auch Krach an einem Samstag oder an einem Mittwochnachmittag, Abend. Niemand hat irgendwas gesagt. Und deswegen habe ich gesagt, ich entscheide mich einfach, ich nehme 4 Weinkisten, schraube die einfach zusammen, habe dann ja quasi schon ein Konstrukt. Und habe das schon geteilt. Ne? Ich habe dann quasi meine Fächer schon und habe dann nur noch so Trennwände reingezogen. Hier, das ist ein Trennbrett, das ist quasi das Badezimmer und dann fängt hier der Kleiderschrank an und hier dann nochmal, und so habe ich das geteilt und dann halt mit diesen Taschen sortiert, sodass mein Kleiderschrank ordentlich ist. Genau. So, und dann, ja, die Hundehütte, das ist immer praktisch, wenn man einen kleinen Hund hat. Nicht Beichi. Bevor ich losgefahren bin, hatte ich wirklich so eine Traumvorstellung. So, du siehst jeden Tag das Meer, du kannst jeden Tag Yoga machen, du lernst ganz viele unterschiedliche Menschen kennen, du bekommst bessere Sprachkenntnisse, ne? Du kannst deine ganzen Social Skills auch ein bisschen aufbessern und so, und du die Kultur lernst du mehr kennen und so. Aber zum Schluss ist es einfach so, ja, es gibt manchmal eine Woche, da habe ich keinen Sport gemacht, weil einfach die Gegebenheiten nicht da waren, weil einfach die Zeit nicht da war. Oder ich habe einfach eine Woche lang mich mit keinem unterhalten, weil ich einfach aus diesem Auto nicht rausgekommen bin. Oder ja, ins Restaurant bin ich nicht großartig gegangen, weil ich sagte, okay, ich mache halt auch Low Budget und ganz alleine in so einem, in einem fremden Land ins Restaurant. Hatte ich jetzt auch nicht so Lust. Und dann, ja, aber ich glaube, dass diese Naivität wichtig ist, weil sonst machst du ganz viele Dinge nicht. Ich glaube, wenn man im Vorhinein alles weiß, dann verpasst man die wichtigsten Dinge. So, und Stauraum auf kleinsten Raum ist auch immer sehr wichtig, dass das alles irgendwo verstaut wird. Und hier war ja der Serverraum und hier ist jetzt quasi mein Bettkasten. Also hier ist dann noch eine Decke drin, meine Bettdecke, Laken. Und wichtigstes Utensil für mich tatsächlich meine Akupressurmatte. Also ist das Beste, weil wenn du den ganzen Tag sitzt und arbeitest, am Laptop machst und so und dann ja hier auch ein bisschen gedrungen sitzt, das ist wirklich pure Entspannung. Das vom Schlafengehen, herrlich. Ist wirklich ein Traum. So, wie gesagt, der Heckauszug war schon drin. Also es war vorher ein Veranstaltungstechnikauto. Die mussten durch Corona ihren Heim-Fuhrpark verkaufen in Hamburg. Und deren Pech war mein Glück. So ist das. Dementsprechend war das hier alles schon drin. Also das ist der Gamechanger schlechthin, weil das ist mein kompletter Stauraum. Tada! Genau, hier ist das zweite Polster. Und die Trennfächer und so war halt auch schon drin alles. Also mega toll. Ne? Dann Hundefutter, mein Sportzeug. Ja, die Gewichte mussten mit, das war ganz wichtig. Dafür habe ich die Langhantel zu Hause gelassen. Das war ein Kompromiss. Genau, Bücher, Kartuschen, ein bisschen Beauty, warme Sachen, Werkzeug, Rucksack. Ja, was man so braucht. Genau, und dann wie gesagt das zweite Polster. Und hier war die Idee, ne, toll, man kann ja dann auch hier hinten kochen und so. Funktioniert auch theoretisch, aber wenn du vorne deine Gewürze alle hast und dein Mülleimer und die Spüle, du musst immer wieder rum, beziehungsweise ich krabbel dann hier so durch und das kannst du vergessen. Deswegen, ich habe glaube ich 2-mal drauf gekocht oder so. Genau, dann hast du hier halt auch nochmal Stauraum, noch einen zweiten Kocher, nochmal ein bisschen Wäsche, Stuhl, Tisch. Ich bin jetzt seit 3 Monaten unterwegs, habe den Tisch noch nie ausgepackt. Noch nie. Du benutzt ihn nicht. Den Stuhl habe ich, glaube ich, 3-mal. Ja. 40 Stunden arbeiten und Vanlife passt so im Groben nicht zusammen, weil weil ich stellenweise das Gefühl hatte, ich verpasse etwas. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ich auf Teneriffa ganz wenig gesehen habe. Ich hätte viel mehr noch gemacht, mir viel lieber meine Zeit eingeteilt. Weil wenn du es dann nur Samstag, Sonntag machst, dann ist halt auch überall Samstag, Sonntag, halt auch von denen, die hier wohnen, heißt, alles ist auch voller. Und dementsprechend, du musst halt sehr viel planen. Also du musst halt dich extrem gut organisieren, du musst sehr diszipliniert sein. Du kannst nicht sagen, heute schlafe ich bis um 10, das geht einfach nicht.
Also es ist alles machbar, aber ob einem das dann gefällt und ob das für einen dann für die Zeit die Erfüllung ist, ist fraglich. Hier dusche ich auch öfter, weil ich habe so eine portable Dusche, die, glaube ich, jeder hat von dem besagten Hersteller. Das ist aber auch der Gamechanger schlechthin. Ich hatte sie nicht, als ich losgefahren bin. Und dann habe ich ein Pärchen getroffen aus Rostock in der Nähe von Gibraltar. Und die haben mir das gezeigt. Die haben dann so eine Produktschulung mit mir gemacht. Und ich so, okay, ihr habt mich, ich kaufe sie jetzt. Und das war wirklich gut. Ja. Und dann kannst du hier einfach ein Tuch spannen und dann kannst du hier duschen. Kannst hier die Dusche hinhängen. Das ist echt gut. Ja, ist sehr praktisch. Kurze Wege auf kleinem Raum. Tada! Das ist dann Toilette. Da kommt ein Sack rein und dann ist da Katzenstreu drin. Oder hier gibt es auch wirklich tolles Zeug. Das ist so recyceltes Papier gepresst für Kleintiernager. Kann ich nur empfehlen, ist wirklich super, sehr saugfähig. Oder halt so Kleintierstreu. Und dann kommt es aber immer drauf an, wo ich bin. Also wenn ich weiß, ich bin irgendwo, wo ich auch eine vernünftige Entsorgung habe, dann trenne ich das, ne, diese typische Trockentrennen-Toilette. Wenn ich weiß, ich habe nicht so eine gute Infrastruktur und kann jetzt eine Weile nicht entsorgen, weil ich habe nicht so viel Platz, um sehr viel Lagerraum für diese Dinge zu haben, dann kommt das da komplett rein, ich schmeiße die Tüte weg, fertig ist, weil Müllcontainer hast du hier an jeder Ecke und das ist super. Du brauchst doch nur hier mal schauen, du hast doch ständig hier dieses Papier. Hier ist relativ schlimm. Ich war ja hier jetzt zum 4. Mal und jedes Mal, wenn ich hier bin, mache ich eine Mülltüte voll. Immer. Handschuhe und dann sammle ich ein bisschen weg und dann, da ist ein Mülleimer. Früher war es so, du hattest einen Platz und da kam pro Woche vielleicht mal ein Camper. Jetzt hast du diesen Platz und du hast 5 pro Tag. Und wenn jeder dann ein Loch buddelt, hast du ein großes Klo irgendwann. Ganz einfach. Und dann buddelst du quasi das Loch von dem vorigen irgendwann aus. Und das ist halt nicht schön. Und ich finde, dass unsere Welt einfach keine riesige Toilette ist. Wenn ich mir die Mühe mache, das Papier dorthin zu schleppen, dann kann ich mir auch die Mühe machen, das Papier einfach wieder zurückzuschleppen. Weil ich mache ja den Kot von meinem Hund mache ich ja auch ständig weg. Ich habe ständig einen Beutel bei. Wenn ich unbedingt muss, dann mache ich. Und dann nehme ich einfach den Hundekotbeutel und mache es einfach weg. Tada! Maus und dann geht's los. Und wichtig, wegen der Höhe, muss die Haare dann offen tragen. Aber das ist okay. So, weil dann kannst du nämlich dich auch ein bisschen ausstrecken. Genau. Und ich habe hier auch gleich noch, wie gesagt, die USB-Steckdose, ne, zum Handyladen, weil über das Handy nutze ich den Hotspot. Danach suchst du dir halt auch die Stellplätze aus. Ne? Kannst halt von Montag bis Freitag hauptsächlich dastehen, wo du guten Empfang hast. Sonst mal ja der Chef. Geht nichts über frisch gemahlene Bohnen am Morgen. Ich glaube, wenn man unterwegs ist, sollte man sich auch so kleine Dinge tun, die man jeden Tag tut. Rituale. Man sollte sich kleine Rituale schaffen. Und ich glaube, das sollte man sich auch immer noch mal bewusst machen, dass man extrem dankbar dafür sein kann, dass man das so machen kann und dass man hier auch geduldet wird, dass man die Stellplätze benutzen kann, dass man so eine doch gute Infrastruktur hat. Ich glaube, dass man viele Dinge so als selbstverständlich anerkennt. Und ich finde, wenn man sich mal auf so wesentliche Dinge reduziert, zu Hause lebe ich auch schon sehr minimalistisch und ich merke, je weniger du besitzt, desto freier bist du im Kopf, weil Besitz verpflichtet ist so und du schleppst das immer mit dir rum. In jedem Umzug schleppst du diese scheiß Vase, die du kacke findest, aber weil du sie mal geschenkt bekommen hast, schleppst du sie immer wieder mit, obwohl du sie gar nicht magst. So, willkommen im Spa-Bereich. Also jeder, der irgendwas mit dem Rücken hat, mit der Durchblutung, Kopfschmerzen, das ist einfach nur schön. Und dann kannst du dich
Klar, du machst dich dann nackig. Und ich kann auch dann empfehlen, dann machst du dir das hier schön unter die Füße. Und dann hast du vorher am besten noch ein schönes warmes Fußbad genommen, hast dir die Füße eingecremt, hast ein bisschen Beauty gemacht. Und dann machst du dir ein bisschen Klangschalenmusik an. Und dann ist egal, wo du bist, alles ist in Ordnung in deiner kleinen Höhle. Ich kann jedem Mädel besonders, egal welches Alter oder auch, klar natürlich auch Jungs, bloß ich merke es halt gerade bei den Mädels, hört auf, euch hinter Beziehungen zu verstecken, in die ihr eigentlich nicht wollt, nur dass ihr einen Partner habt. Das ist, Single sein ist auch eine ganz tolle Sache, in der Beziehung sein ist auch eine ganz tolle Sache. Egal wie man lebt, das ist eine tolle Sache, aber seid euch dessen bewusst und traut euch einfach, auch wenn eure Mutter sagt, das ist scheiße, wenn euer Partner sagt, das ist scheiße, wenn ihr das Gefühl habt, das ist eine gute Sache und selbst wenn ihr danach auf die Fresse fallt, scheiß drauf, wenn es eine gute Sache war, dann war es eine gute Sache und dann macht das einfach. Macht's einfach machen. Das kann ich immer nur wieder sagen.